I'll hand over to the next panel, which is on Rojava. So please, Josef. Yeah, today Berso Mahmoud from the University of Rojava could not be here, could not attend this, could not participate in this conference. Alan told me this morning he had some private familiar issues, which are important. So yeah, it's unfortunate. But Alain Pire from the Center Teaching and Learning in Vienna, a political science student, which is also based in Kamshili, if I remember correctly, and Vienna, will introduce to you in this it will not be a panel discussion, of course, because Mahmoud is not here, but it will be an introduction to northern Syria, to Rojava, so-called Rojava. And please, Alan, yeah, and you will talk in German, if I remember correctly, and I will translate it into English. Please, Max or yeah, Janina, Heike, whoever wants to jump in, if I pronounce it not well, or if I do mistakes, please correct me and please add something if I. Alan, please. Danke, Josef, vielen Dank. Ja, ich werde auf Deutsch sprechen und ich werde dann so kurze Sätze, damit du auch schaffst, die zu übersetzen. Ja, es ist mir eine Freude, an dieser Friedenskonferenz teilnehmen zu dürfen. Thank you, Joseph. It's an honor to be here. Ich möchte mich anstelle von meinem Kollegen Berso Mahmoud aus der Universität Rojava entschuldigen, der leider heute nicht dabei sein konnte, weil seine Tochter plötzlich krank wurde und er sie zur medizinischen Behandlung nach Damaskus begleiten musste. Unfortunately, Berso Mahmoud from the University of Rojava could not attend could not participate in this peace conference today because his daughter felt sick and he had to travel to Damascus. Zunächst einmal möchte ich kurz die Lage in Syrien im Allgemeinen vorstellen und Ihnen mit dem Schwerpunkt meines Beitrages vertraut machen. First of all, I want to introduce you to the current situation in Rojava. Die Repression des Regimes ist nach wie vor sehr massiv und ist in den letzten Jahren weiterhin gestiegen. There is a massive repression in Rojava and it's still going on. Das Land ist weitgehend zerstört, also die Zerstörung ist ein Ergebnis vieler Gefechte und Kampfhandlungen auf syrischem Territorium seit dem Kriegsbeginn. There is still a war going on in Syria and a great landmass is destroyed. Und beschränkt sich keinerlei auf den Kampf zwischen dem Regime einerseits und den sogenannten oppositionellen Kräften andererseits, die heutzutage unüberschaubar sind. Dazu komme ich noch. It is not limited to local actors. Wie zum Beispiel der Kampf gegen den Islamischen Staat, den Kampf gegen weitere Terrornetzwerke, die in Syrien aktiv waren, Al-Nusra-Front beispielsweise. So it's not, if I remember correctly, it's not limited to the Al-Nusra Front. Also der Kampf gegen den Islamischen Staat, den Kampf gegen weitere Terrornetzwerke, die in Syrien immer noch aktiv waren, Al-Nusra Front beispielsweise. Yeah, there were several fronts and fights in Syria after the civil war in 2011. So one example was ISIL Al-Nusra Front. Und eine politische und friedliche Lösung des Konfliktes ist trotz der vielen internationalen Bemühungen, beispielsweise UN-Sicherheitsrat Resolution 2254 von 2015, Genfer Friedensverhandlungen, Astana-Verhandlungen, Sochi-Verhandlungen, ist nicht in Aussicht. Unfortunately, there is no political or peaceful solution that we can see. Denn alles scheint so zu sein, als ob dem andauernden Krieg kein baldiges Ende gesetzt werden kann.
Unfortunately, we cannot see an end of this war in Die Syria. Entwicklungen, die aktuellsten Entwicklungen können anhand dieser Beispiele nun skizziert werden. Also The ein recent- bekanntes, ja. The recent developments can be portrayed as the following. Ein bekanntes Beispiel in diesem Kontext wäre die Entwicklung der Freien Syrischen Armee, die als militärischer Unterstützer der Revolution gesehen wurde. One example was the Free Syrian Army, which was declared as a liberation movement. Diese Miliz hat sich im Verlauf des Kriegsgeschehens sehr verändert. Nun kämpft sie als Teil der von der Türkei unterstützten syrischen Nationalen Armee, hauptsächlich gegen die Kurden im Norden des Landes. The Free Syrian Army is now in a coalition with Turkey, and they are fighting the Kurds in Rojava. So they changed their character or their purpose. Genau. Nachdem das Baas-Regime mehrere von ihr kontrollierten Gebiete im Land zurückerobert hat. Die wichtigsten syrischen Städte, die Umgebung von Damaskus, Aleppo, Hama, Homs, Daraa und andere. This happened after the Ba'ath regime under Assad regained the territories of Damascus and Aleppo, Hama, Aleppo. Yeah. Homs. Diese Entwicklung ist im Kontext des syrischen Kontexts im syrischen Kontext sehr wichtig, denn die angebliche Revolution war gegen das Assad-Regime gerichtet. Das war das Ziel der Massenproteste in den friedlichen Jahren des Aufstandes 2011 und 2012. Initially in 2011, the uprising began with the idea, with the goal to change the Ba'ath regime, the Assad regime, and to install sort of more equal social, more equality. Diese Entwicklung verkomplizierte die Situation und spaltete die Gesellschaft weiterhin und hat darüber hinaus zu einer tieferen Etablierung des de facto Status die aktuelle Lage in Syrien, ein Land, welches von 3 de facto Mächte regiert wird, beigetragen. The failed revolution is now more dangerous. It's bringing up a more dangerous situation. And you mentioned 3 factors. Also die aktuelle Lage in Syrien, ein Land, welches von 3 de facto Mächte regiert wird. Also die Kurden auf der einen Seite, das Regime und noch die oppositionellen Kräfte Idlib. So now in Syria there are de facto 3 powers or 3 groups, political interest groups in power. The Assad regime on the one hand, und die oppositionellen Kräfte Idlib und die kurdische Selbstverwaltung im Nordosten des Landes. Then there is the Rojava, the autonomous administration of northern and east Syria, and the opposition. Mit Sicherheit spielte ebenfalls der transnationale Terrorismus in Syrien, also sprich IS, eine zentrale Rolle im Kriegsgeschehen. So gelang der IS im Juni 2014 ist es gewesen, ein Kalifat in Syrien und im Irak auszurufen. Unfortunately, the ISIL or ISIS installed caliphate in this region and destabilized it. Dessen Hauptstadt, die heute von SDF, Demokratische Kräfte Syriens, die sich als die Streitkräfte der Selbstverwaltung von Nordostsyrien darstellen, kontrollierte syrische Stadt Raqqa war. I don't know if I understand it correctly. The autonomous administration of northern eastern Syria controls now die damalige Hauptstadt von IS. Also das war die Stadt Raqqa, ganz genau. Yeah, and so nowadays the Rojava is in control of the former capital of Al-Raqqa, so the capital of the Caliphate. Der Terrorismus an sich in Syrien war eine höchst komplexe Frage, denn fast alle Kriegsparteien
bezeichneten ihre Gegner und bezeichnen immer noch als Terroristen. Each party is confronted with a specific situation because they the opponents are basically labeled as terrorists. So each side labels the other side, the opponent, as terrorist. Genau. Zum Beispiel, so betrachtet immer noch das Assad-Regime die Rebellen von Beginn an als terroristische Gruppierungen, die zu kämpfen sind. Hingegen wurde das Assad-Regime ebenfalls als Terrorregime von den oppositionellen Kräften im Land wahrgenommen. Assad labels even today his opponents, his political opponents, as terrorists, and on the other side, the opponents label Assad as a terrorist. So this game is played on both sides. Genau. Aktuell gelten die SDF für die bewaffneten Gruppierungen, die ihre Hochburg in Idlib, wie bereits erwähnt, und weitere Gebiete im Nordwestsyrien haben, als eine Terrormiliz. Genauso sehen die SDF in diese bewaffneten Gruppierungen Terroristen, die vor allem nachdem sie von SDF kontrollierte Gebiete besetzt haben, also die Gebiete Afrin, Tel Abyad und Sedekanie, zu kämpfen sind. So Assad is seeing the territory which was liberated by the SDF, so by the Autonomous Administration of Northern and Eastern Syria in Afrin, as the terroristic organization, and they see it as a non-liberated, so to speak. Also man könnte schon behaupten, dass es sich beim syrischen Konflikt darum handelt, Krieg aller gegen alle, wie Thomas Hobbes den Naturstand der menschlichen Gesellschaft bereits beschrieben hat. We can compare the Syrian civil war and the ongoing war in Syria as a war all against each other. Yes, yes. Krieg aller gegen alle. Thank you. Genau. Also allerdings damit den syrischen Konflikt mit all seinen unterschiedlichen Aspekten begriffen wird, muss notwendigerweise auf die Rolle externer Akteure, Kräfte im Speziellen eingegangen werden. In order to understand the complexity and the full history and context of the Syrian war and the situation in Syria, we need to understand the foreign actors and the local actors and all the different players and key powers and groups that are involved in this war. Die unterschiedlichen Akteure verfolgten seit ihrer Involvierung in den Konflikt unterschiedliche machtpolitische, militärische, strategische und wirtschaftliche Interessen. Each of them is following a different strategy, and they have different interests in this war, in this civil war. Was zu einer weiteren Vertiefung und Verkomplizierung des syrischen Konfliktes insgesamt beigetragen hat. Which leads us to a more complicated situation, and maybe we can say it also to escalation. Also fest steht, dass die anhaltend massive Repression des Assad-Regimes und seine Politik, die Massenproteste mit voller Gewalt zu beenden, sowie die Militarisierung der friedlichen Protestbewegung in den ersten Jahren und die Internationalisierung des syrischen Konfliktes, die zentrale und wesentliche Rolle externer Akteure, vor allem die arabischen Staaten, Russland, Iran und später USA und die Türkei, sodass momentan Streitmächte von 5 Staaten auf syrischem Territorium anwesend sind. Also feststeht, dass diese massive Repression und all das den Wandel von einer zu Beginn friedlichen Protestbewegung zu einem brutalen Bürgerkrieg begünstigten. So the repression of the side of Assad and his regime led to a complicated situation, because it transformed the peaceful revolution, the peaceful uprising in Syria, to a civic war. And after that, it transformed to another dimension, to a proxy war between 5 states. So you mentioned Russia, Turkey, the US, I believe Israel, and Türkei, USA.
Turkey and the US, I believe Israel as well. And Die neuesten Entwicklungen im Land geben wenig Hoffnung auf ein baldiges Ende des bestehenden Gewaltkonfliktes. Außerdem gibt es unterschiedliche Szenarien, wie und in welcher Form eine politische und friedliche Lösung des gesamten Konfliktes aussehen könnte. The recent developments are not in could be described as negative because there is no hope for peace. Denn die vielen unterschiedlichen Akteure sind sich immer noch nicht über eine derartige Konfliktlösung einig. Also dies führte notwendigerweise zu einer weiteren Verfestigung des aktuellen de facto Status und einer tieferen Spaltung in Politik und Gesellschaft. All the states, the different parties and states that are involved in this civil war hardened the front line, so to speak, of this war, and therefore each of them has their own interests, and therefore peace is not. Und erweiterte dadurch die Kluft zwischen den einzelnen beteiligten Kriegsparteien, was letztendlich das Finden und die Durchsetzung einer friedlichen politischen Lösung massiv erschwert. And this complicated front line shows the cleavages that are there. Ich möchte aber nicht pessimistisch wirken. Allerdings gibt es bislang keine Einigung unter den derzeitigen aktiven Konfliktparteien über die zukünftige Staatsform, Demokratieform und wie die Kampfhandlungen beendet werden können. I don't want to sound pessimistic, but today there is no Keine Einigung. Was? Einigung unter den derzeitigen. There is no solution to the problems of state form, governance, and what? Also Staatsform, Demokratieform und wie die anhaltenden Kampfhandlungen beendet werden könnten. Yeah, so there is no consensus about the form of the state and about democracy and who will lead this region. Sprich, also wie könnte man einen stabilen, langfristigen Waffenstillstand erreichen, die türkische Angriffe auf die Kurdenregion mit Drohnen anhalten, all diese Fragen. And it's also connected with the question of ceasefire and how to construct peace and a peaceful society. Also die türkischen Angriffe auf die Kurdenregion dauern bis zum heutigen Tag und das erschwert eine baldige friedliche Lösung. Ne? The invasion of Turkey in the recent weeks and months, and it is still ongoing, is also a factor that is making peace impossible at this time. Also, das Regime bestrebt eine vollständige Zurückeroberung des gesamten syrischen Territoriums, also das Land wie vor 2011, allein regieren und über alles herrschen. Assad is trying to recover his territories that he lost after the breakout of the civil war in 2011-12. And so his position is to unite the Syrian territory as it was before the civil war. Und die oppositionellen Kräfte hingegen sind derzeit sehr zersplittert und von der Türkei abhängig. Also die haben seit der ersten türkischen Offensive in Afrin 2018 das Vertrauen sehr geschwächt, sodass sie sich nun mit dem kurdischen Akteur nicht mehr über eine mögliche friedliche Lösung einigen können. And the opposition also is divided, and the opposition is not ready to negotiate with the autonomous administration of northern and eastern Syria. Außerdem ist die wesentliche Abhängigkeit in militärischer, finanzieller und politischer Hinsicht von der Türkei
Ein weiterer Grund, warum keine politische und friedliche Konfliktlösung unter diesen beiden Konfliktparteien, also Kurden auf der einen Seite und die oppositionellen Kräften auf der anderen Seite, erzielt werden kann. We can observe an dependence from the opposition and on Turkey, which makes also peace more difficult. Die kurdisch geprägte Selbstverwaltung von Nordostsyrien, Rojava, ist ebenfalls am Konflikt beteiligt. Rojava wird aber inzwischen als eine Alternative wahrgenommen. Rojava is also part of this conflict, and it is widely seen around the world as an alternative to the opposition and to the Ba'ath regime. Man möchte nun im Kontext eines friedlichen und demokratischen Übergangs vom Krieg zu einem Nachkriegssyrien Rojava als Vorbild nehmen und sich an dessen Projekt und Perspektive der Konfliktlösung orientieren. Rojava could be seen or want to be seen as a alternative and a peace project with an equal society. Die Kurdinnen haben eine gemeinsame Verwaltung etabliert. In dieser Selbstverwaltung, Rojava, werden nicht nur Kurdinnen vertreten, sondern sind auch andere Ethnien und religiöse und konfessionelle Minderheiten daran in einer vollen Gleichstellung mit Kurdinnen beteiligt. Those associated with Kurdish identity, Rojava includes many non-Kurdish groups. And they are integrated in the political system and in the administration. Also Rojava konnte inmitten des syrischen Bürgerkriegs die kulturelle und sprachliche Vielfalt Syriens bewahren und sie weiterhin vor Spaltung und Involvierung in Kampfhandlungen schützen. Northeastern Syria can be seen in middle of this war as a polyethnic society and home of ethnic Kurds, Arabs, Assyrian population, and many others, Turkmens, Armenian, and Yazidis, and many others. And it's a safe place for all of them. Ganz genau. Also und Rojava ist nach wie vor ein interessantes Beispiel für die politische Partizipation. Also alle Leitungsfunktionen werden von einem Mann und einer Frau besetzt, das vorsitzende System. Rojava's administration is very specific. It is some sort of direct democracy, and it has double. Each political position is like on double seated. So there's a woman and a man in place in charge in this administration. Also die Präsenz der Frauen ist sehr stark und im Vergleich zu anderen Konfliktparteien, also wie sie mit den Frauen und ihre Rolle und Partizipation umgehen. Also die Frau ist ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen und öffentlich-politischen Lebens. Ebenfalls wird ihr einen Platz in kommenden Friedensverhandlungen versichert. So one can say that the administration and also it isn't reflected in the political system that the woman plays a crucial and important part in this political system. Rojava bestrebt, also da haben wir ja genannt, was die zwei anderen Konfliktparteien alles so wollen. Rojava hingegen bestrebt ein demokratisch dezentralisiertes Syrien. Und die Idee der Dezentralisierung ist im syrischen Kontext deswegen geeignet, denn es geht um die Verteilung der Macht. The constitution of Rojava provides to all residents fundamental rights such as gender equality, freedom of religion, property rights, and it is at its core it aims to create a social just society with direct democracy, and yeah. Und das Regime, also zum Beispiel das Regime kann und darf nicht mehr über das gesamte Land herrschen. Die oppositionellen Gruppierungen, die vor allem im Nordwesten des Landes aktiv sind, pochen weiterhin auf einen zentralisierten Staat.
And decentralizing the political system is also a crucial part of it, because it allows the opposition to take, to stay in power, so to speak, and to have a word to say in the political system. Rojava leidet aber derzeit unter einer ökonomischen Krise aufgrund der anhaltenden Belagerung der Region. Rojava wird weiterhin von der Türkei bedroht. Es kann jederzeit eine 4. türkische Offensive stattfinden. Rojava suffers nowadays from an economic crisis and a devastating war invasion from Turkey. Also die Selbstverwaltung Rojava ist seit Jahren sehr belastet. Sie betreut zahlreiche Flüchtlingscamps, in denen Jesiden, Vertriebene von Afrin, Serikaniye, Tel Abyad unterbracht sind. This crisis and this situation with Turkey triggered a massive migration crisis also. Zudem kommt noch ein großes Flüchtlingslager für IS-Familienangehörige, in dem 70.000 Flüchtlinge, vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen, versorgt und betreut werden. It organized or it supported an migration camp from former ISIL IS-Familienangehörige. From former ISIL members. Also die Selbstverwaltung Rojava hat noch eine weitere große Herausforderung in Bezug auf IS-Gefangene. Also es handelt sich dabei um ca. 5.000 Häftlinge, die sich derzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in Hasaka, das ist eine Stadt in Rojava, befinden. Rojava have to deal with another key problem because it has around 5,000 prisoners from IS fighters. In prison. Die nicht nur syrische Staatsbürger sind, sondern auch aus unterschiedlichen Ländern der Welt kommen, unter anderem Europäer und aus anderen Ländern der Welt. These fighters actually came from many parts of the world, even from Europe. So they are not Syrian or members of this community in Rojava. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine friedliche Lösung des syrischen Konflikts nicht geben kann ohne Dezentralisierung und Demokratisierung des Landes, die sich nicht nur auf die staatlichen Institutionen beschränken darf, sondern im Sinne der radikalen Demokratietheorien passieren soll. To sum up, a peaceful solution can only be implemented when direct democracy is installed and Also die erweiterte Demokratisierung soll außerdem das verhindern, was vorher im Irak und Afghanistan geschehen ist. Also die Instabilität ist auf formale Demokratie, die sich auf lediglich staatliche Institutionen beschränkte, zurückzuführen. So the concept of radical or direct democracy can lead to more stabilization, and it makes the actors, the political actors, not dependent on the state institutions. Also das heißt, provisorische Lösungen und kurzfristige Waffenstillstände werden den Konflikt nur noch verkomplizieren. Temporary ceasefires and tactical solution will only harden the conflict and the cleavages. Also Syrien ist ein Land, in dem es viele Ethnien und Religionen und kulturelle Minderheiten gibt. Der Frieden kann nur durch eine demokratisch basierte politische und gesellschaftliche Vermittlung gesichert werden. Northeastern Syria, so-called Rojava, is polyethnic. And the only way to peace is by installing administration with direct democracy, with ambitions of libertarian, socialist, and decentralization, promoting decentralization and gender equality. And of course, we have to mention the environmental sustainability.
Außerdem ist es wichtig, sich auf eine kollektive syrische Identität zu einigen, abseits von der Spitzen der einzelnen Konfliktparteien. Also die Menschen müssen sich versammeln und diskutieren in jeglicher Form, um zu bestimmen, wie nun doch durch eine kollektive Identität it is important to establish an assembly with the goal to make a consent to establish a consent on the political identity and ethnical identity of the region. Also eine kollektive Identität, die auf der 4 unverhandelbaren Prinzipien der Demokratie basieren, sprich Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Souveränität, und die ethnische, religiös, konfessionelle, kulturelle und sprachliche Vielfalt der Gesellschaft schätzen muss. So the collective identity should be on 4 pillars: freedom, equality, sovereignty and solidarity. Und wie nun doch durch diese kollektive Identität, von der wir gerade gesprochen haben, die Nachkriegsordnung aussehen könnte und darf. Once again? Also und wie nun doch durch diese kollektive Identität, von der wir gerade gesprochen haben, die Nachkriegsordnung aussehen könnte und darf. So, if I understand you correctly, this collective identity is important for the aftermath after the war, civil war and proxy war in Syria. Genau. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war mein Beitrag. Thank you very much for your attention. Danke.